Ich habe hier ein Gerät stehen, von dem ich ehrlich gesagt noch selber nicht weiß, was ich davon halten soll. Und zwar der neue Xtool M2 soll drucken, soll Laser schneiden und gravieren und das alles in einem Gerät. Und genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Ja, und der Laser, der bei mir jetzt auf dem Tisch steht, das ist der M2 und das ist kein klassischer Laser, wie ihr ihn kennt, sondern eher eine Kombination aus mehreren Technologien. Besser gesagt eine Kreativmaschine, eine Bastelmaschine. Wir haben einen Farbdrucker, wir haben einen Laser, der schneiden kann und einen Laser, der gravieren kann. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Es ist ein Gerät, was mehreres abdecken kann, also kombiniert. Der M2 kombiniert nämlich drei Sachen: Drucken, Laserschneiden und Gravieren in einem einzigen Workflow. Und das auf einer Arbeitsfläche von 304 x 406 mm. Und das Ziel bei Xtool mit dem M2 ist eigentlich ziemlich klar. Lasertechnik einfacher machen, also das heißt Plug and Play. Auspacken, denn er wird nämlich schon so komplett, wie er da steht auf dem Tisch, komplett so geliefert. Man muss nichts mehr dran machen, auspacken, ausräumen, das innen drin, was da alles verpackt ist, anschließen und dann kann man schon komplett loslegen. Und das Ganze auch für komplette Anfänger geeignet. Weniger einstellen, weniger Fehler. Schneller zum Ergebnis. Und der große Unterschied zum M2 liegt im Workflow. Das heißt, normalerweise hast du ja mehrere Schritte, wenn du jetzt praktisch das mit anderen Lasern machst. Also das heißt, du machst dein Design in dieser Software, dann druckst du irgendwas, dann musst du es neu ausrichten, dann musst du schneiden und gravieren und das Ganze alles praktisch kombinieren. Und hier läuft das beim M2 alles in einem Durchgang. Design, drucken, schneiden bzw. gravieren. Das klingt erstmal simpel, aber genau das ist dieser spannende Punkt beim M2. Natürlich habe ich an diesem Laser schon mal ein bisschen rumprobiert, das kann ich euch schon mal sagen. Einen ausführlichen Test, den wird es aber erst ein paar Tage später geben. Das habe ich nicht mehr ganz geschafft. Deshalb erstmal vorab dieses kurze Vorstellungsvideo, was euch am M2 alles erwarten kann. Denn ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern hier. Und das alles mit einem Durchgang, drucken und schneiden und gravieren, alles in einem Durchgang. Und das kommt mal richtig cool hier rüber. Mein farbiges Logo auf Holz gedruckt und gleichzeitig alles geschnitten. Eins muss ich auch noch spoilern, ganz sicher, und zwar ist es das Dual-Kamerasystem, was jetzt im neuen M2 verbaut worden ist. Zwei Kameras, eine Nahbereichskamera, eine Weitwinkelkamera, und mit diesem Kamerasystem, da kannst du das erkennt praktisch dein Material. Du siehst alles live am Bildschirm, also auf deinem Rechner. Du kannst praktisch das Design richtig positionieren und vor allem genau positionieren. Und vielleicht kennt ihr das vom P2 oder vom P3, dass ihr es irgendwo mal im Video gesehen habt. Da könnt ihr ja fast auf ein Zehntel genau, super genau positionieren. Und was du im Programm praktisch siehst, soll am Ende genauso auch rauskommen. Und das stimmt so. What you see, what you get. Des Weiteren hat es auch noch ein Automatiksystem, das nennt sich ACS, verbaut hier. Und zwar, da läuft dann vieles automatisch ab. Das kann man dann einschalten und was passiert dann? Der Fokus wird automatisch, also ihr macht den Deckel auf, legt euer Material rein, macht den Deckel zu und dann macht der Laser alles automatisch, die Software. Das heißt, Fokus setzen automatisch, die Position von diesem Material genau erkennen und sogar teilweise erkennt sogar das Material und nimmt dann auch noch automatisch diese Einstellungen raus. Und das sind Funktionen, die man sonst eher von deutlich teuren Maschinen auf dem Markt kennt. Und das ist natürlich enorm. Schauen wir mal rein in unseren M2 Colorcraft Laser. Wir sehen jetzt hier gleich mal ein Gerät der Laserschutzklasse 1, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und wir sehen hier eine Arbeitsfläche von 304 auf 406 mm. Im Druckbereich, Farbdruckbereich sind wir ein bisschen kleiner. Da sind wir auf 290 x 391 begrenzt. Fangen wir gleich mal mit den Modulen hier an. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst, denn wir haben nämlich Wechselmodule. Wir sehen jetzt hier das 10 Watt Lasermodul, Diodenlaser, den wir dann auch austauschen können gegen einen 20 Watt Lasermodul. Und zwar das 20 Watt ist einfach für schnellere Verarbeitung gedacht und man kann natürlich auch ein bisschen besser schneiden. Ebenso können wir dann dort ein 3 Watt
Infrarotlaser, jetzt kriege ich es noch raus, Infrarotlaser können wir auch noch austauschen, womit wir dann einfach Metalle gravieren, leicht angravieren und markieren können. Der Wechsel ist sowas von einfach, man braucht hier nur diesen Stecker hier ziehen und das Ganze ist magnetisch befestigt und schon ist das Ganze praktisch ganz schnell getauscht. Stecker rein und schon können wir mit dem anderen Lasermodul bzw. mit dem 3 Watt Infrarotlaser loslegen. Hier sehen wir unser Farbdruckmodul, ein 4-Farbdruckmodul. Das ist jetzt auch ein bisschen neuer, dass wir 4 Farben drucken können. Und das ist auch ganz einfach getauscht. Einfach wie gesagt abziehen, Kabel dran, Stecker dran und schon können wir losdrucken. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum steht jetzt hier ein Chuck, also praktisch eine Vorrichtung, um runde Sachen zu belasern. Wie soll denn der hier unten drunter passen? Ja, also eine Erhöhung kann ich euch leider nicht sagen, ob es die dazu geben wird. Man könnte dieses Blech theoretisch rausmachen, aber ob es dazu eine Erhöhung gibt, das müssen wir einfach abwarten. Aber das Coole daran ist, mit diesem Laser besteht die Möglichkeit trotzdem, diesen Chuck hier einfach zu verwenden, diese Drehvorrichtung, um dort auch noch Sachen lasern zu können. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns aber natürlich im Hauptvideo mal genauer anschauen und werden dann auch mal runde Sachen belasern. Und Leute, wirklich absolut keine Angst. Ein ausführliches Erklärvideo zum M2 Color Craft Laser wird es definitiv von mir ein paar Tage nach diesem Video definitiv geben. Und da werde ich wirklich komplett auf alles nochmal eingehen. Also, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen, dann verpasst ihr auch dieses zweite Video nicht vom M2. So, laut Xtool kann der M2 ja doch so einiges und kann eigentlich schon viel machen. Also er kann drucken, ihr seht es jetzt hier auf meinem Spoilerteil hier, drucken und gleichzeitig schneiden, das Holz dazu. Was könnt ihr damit machen? Ihr könnt Sticker machen, ihr könnt Labels machen, ihr könnt Geburtstagskarten machen und. Da sind eure Fantasien keine Grenzen gesetzt. Mit dem Laser selber können wir natürlich gravieren und schneiden, verschiedene Materialien wie Leder, Holz, Stoff, Filz und so weiter, was man halt einfach mit dem Diodenlaser alles machen kann. Zum Beispiel für Schlüsselanhänger, für Türschilder, für Deko, aber auch für mehrschichtige Projekte kann man genauso damit arbeiten. Und vor allem das Tolle daran ist, wir können auch mit diesem Rotari ja auch runde Objekte bearbeiten, wie zum Beispiel Tassen, Kaffeebecher und alles mögliche können wir damit auch nochmal bearbeiten. Und das ist also nicht nur für einfache Sachen gedacht, sondern wir können damit theoretisch auch komplexe Projekte erarbeiten. Und jetzt fragen sich natürlich viele, wo liegen wir denn preislich bei unseren M2 Color Craft Laser? Und ganz ehrlich Leute, ich kann es euch nicht sagen, denn dieses Video habe ich vor Release natürlich aufgenommen und da wusste ich vom Preis noch gar nichts. Aber man munkelt so, dass er so ab 599 € starten soll als Einsteigerpreis und das hört sich doch schon mal ganz interessant an. Aber damit ihr den richtigen Preis dann wisst, ich werde euch das Ganze unten in der Videobeschreibung nämlich verlinken. Schaut da mal bitte drauf, da gibt es auch verschiedene Bundles, die man dann hier sich zusammenstellen kann und dort seht ihr natürlich die Preise und vor allem für die ersten 7 Tage gibt es, glaube ich, nochmal einen Sonderpreis oder so. Aber wie gesagt, schaut da einfach mal drauf und lasst euch überraschen. Und wo sehe ich die Zielgruppe bei dem M2? Ganz einfach, das ist für Einsteiger, für Bastler, kreative Leute, Heimwerker, Do-it-yourself-Kreative, aber hauptsächlich für den persönliche Projekte gedacht oder für kreative Projekte. Die Idee ist auf jeden Fall stark hinter dem neuen Konzept von Xtool mit dem M2. Für wen ist es denn weniger geeignet? Also ich sage jetzt mal für die absoluten Laser-Profis unter euch, sehe ich das Gerät jetzt nicht wirklich, dann müsst ihr schon mal auf andere Geräte nochmal gehen. Oder für Firmen ist es auch eher nicht geeignet, für Spezialanwendungen vielleicht dann auch nicht. Aber warum ist das Ganze dann trotzdem interessant? Und das Gerät ist vor allem interessant, weil du einfach Dinge nur mit einem Gerät erledigen kannst. Genau für diese Zielgruppe, die ich gerade genannt habe. Ich meine, man kann da personalisierte Produkte machen, kleine Serien. Man braucht auf jeden Fall weniger Equipment auf dem Tisch. Und nebenbei kann man vielleicht noch mal ein bisschen mit Etsy noch ein bisschen Geld verdienen. Das könnte gerade für Einsteiger, Bastler und Maker ziemlich spannend werden.
Auf jeden Fall wollte ich euch das Gerät, bevor mein großes Video kommt, schon mal vorab ein bisschen zeigen, was auf euch zukommt. Die große Frage ist natürlich, funktioniert auch alles so, wie versprochen wird von Xtool? Mein erstes Resümee, perfekt. Hier nochmal ein Beispiel, eine Geburtstagskarte, die schaut auch mal richtig heiß aus, ist innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minütchen, ist die einfach gedruckt mit diesem Laser, hat richtig gut funktioniert. Der erste Eindruck ist schon mal gar nicht so schlecht, aber wir werden uns natürlich freuen auf das nächste Video, deshalb nicht verpassen dieses nächste Video. Und für alle diejenigen, die jetzt sagen, boah, das Ding brauche ich definitiv und will Sonderangebote nutzen, Leute, vergesst nicht den Link unten in der Videobeschreibung, klickt da mal drauf und schaut genau, was es für Bundles gibt und was es für Sonderangebote für euch da draußen gibt, wenn diese Sonderangebote sind auch zeitlich begrenzt. So Leute, wir sind am Ende. Freut euch auf das nächste Video, was dann auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen kommen wird. Lasst dem Video doch trotzdem einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen und ja, schöne Laser M2 Grüße, Xtool Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.